Erinnert ihr euch noch, als man euch ein Märchen erzählt hat? Oder wann ihr das letzte Mal ein Märchen gelesen habt? Ja? Ach, ihr habt sie alle gelesen. Tatsächlich? Und jetzt glaubt ihr alle Märchen zu kennen. Aber da irrt ihr euch, denn es gibt eines, das könnt ihr gar nicht kennen. Denn ich selbst kannte es bis vergangenen Sommer auch noch nicht. Aber während des letzten Sommers ist mir etwas Eigenartiges passiert. Zuerst wusste ich nicht, wie mir geschah, aber dann erkannte ich, dass ich einem Märchen begegnet war. Ich dachte, es könnte euch interessieren und habe es daher für euch aufgeschrieben. Es ist das Märchen eines Sommers, eines ganz besonderen Sommers, das Märchen vom Schmetterlingssommer. Es war einmal eine große weite Wiese, also eigentlich müsste es heißen, es ist eine große Wiese. Und diese Wiese Sing mit mir, weil du
Wohin bin ich da geraten? Hier war ich noch nie. Ich verbringe ja jedes Jahr hier bei meiner Großmutter im Dorf. Aber bis zu dieser Wiese bin ich noch nie gekommen. Wo bin ich hier eigentlich? Schön ist es hier und es riecht nach Sommer. Ja, es ist schön hier bei uns. Nur wenige Menschen erkennen diese Schönheit. Die meisten nehmen sich keine Zeit dafür und sehen halt nur das leicht Erkennbare und können das Verborgene nicht entdecken. Wer ist da? Du bist eine der wenigen Menschen, die das Verborgene sehen und das leise hören können. Sei uns willkommen. Du bist ein schöner Schmetterling. Du darfst mich nicht anfassen, denn meine buntschillernden Flügel, die dir so gefallen, werden dann verletzt. Es tut mir leid, ich wollte dir nicht wehtun. Du bist wirklich sehr schön. Du gefällst mir. Wer bist du? Die Menschen haben mir den Namen Admiral gegeben. Aber hier in unserem Reich nennen mich alle Adolf. Ich bin viel größer und älter als die anderen Schmetterlinge und schon am längsten hier. Deshalb bin ich der Hüter dieser Schmetterlingswiese. Ich kenne alle Geheimnisse und alle Gefahren. Welche Geheimnisse? Welche Gefahren? Wart ab, wir werden Geheimnisse miteinander teilen, wenn wir uns einander besser kennenlernen. Du wirst wiederkommen, um das Verborgene zu entdecken. Ja, das Verborgene, das Geheimnisvolle. Es ist schon sonderbar, dass ich mit dir reden kann. Solange du dieses Geheimnis für dich behältst, wird es unser Geheimnis bleiben. Und du wirst mich treffen, wann immer du willst. Ich heiße Gabi und wohne eigentlich in der Stadt. Nur während der Sommerferien verbringe ich einige Wochen
Hier, bei meiner Großmutter im Dorf. Kennst du das Haus? Vor dem Fenster wachsen dunkelrote Rosen. Vielleicht warst du schon einmal dort. Das Haus deiner Großmutter kenne ich nicht, aber ich kenne das Meer. Ich bin ein Wandervogel und komme aus den Ländern des Südens. Wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich dorthin zurückfliegen. Und wann wird das sein? Es wird früher oder auch ein wenig später sein. Nun weiß ich genauso viel wie früher. Es kommt mir vor, als würde ich träumen, aber ich kann euch sehen und spüren. Ihr seid wirklich so zart und so schön und es ist wunderbar, dass ich mit euch reden kann. Du teilst mit uns das Geheimnis der gemeinsamen Sprache. Das ist eines der vielen Geheimnisse, die wir miteinander teilen. Ich werde dir eine Welt zeigen, die dir bisher fremd war. Aber denk stets daran, Geheimnisse leben im Verborgenen. Ich werde alles, was ich hier erlebe, für mich behalten. Das verspreche ich. Außerdem könnte ich es niemandem erzählen, weil es mir sowieso keiner glauben würde. Es ist ja für mich beinahe unglaublich. Wir vertrauen dir. Gabi fiel es schwer, ihr Geheimnis zu bewahren. Zu gerne hätte sie der Großmutter von ihrer Begegnung auf der Schmetterlingswiese erzählt, doch sie hielt ihr Versprechen. Am nächsten Tag schien die Sonne. Gabi konnte es kaum erwarten, wieder zu Ador und den anderen Schmetterlingen zu gehen. Sie wurde schon von Ador erwartet. Hallo, ich habe schon auf dich gewartet. Du bist ganz alleine hier. Wo sind die anderen? Heute ist ein besonderer Tag. Heute sollst du deine Familie kennenlernen. Ich dachte, dass all die Schmetterlinge, die hier auf der Wiese leben, deine Familie sind. Wir sind alle eine große Familie, aber jeder von uns hat jemanden, der ganz zu ihm gehört, der einzig und allein die Liebe des anderen besitzt. Das ist meine Frau Dorana. Sie ist die Liebe dieses Sommers. Hallo Dorana. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Warum ist sie die Liebe dieses Sommers? Hast du im nächsten Sommer eine andere Frau? Unser Leben ist viel kürzer als das der Menschen. Eigentlich dauert es nur einen Sommer lang. Die kurze Zeit unseres Daseins erfüllen wir mit Liebe, Freude und vielen Nachkommen. Nur ich bin anders. Ich bin schon lange auf dieser Welt. Wenn der Herbst kommt, werde ich mich wieder auf meine Reise machen, denn ich brauche viel Wärme und viel Sonne. Und Dorana, begleitet sie dich? Nein, das kann sie nicht. Wenn der Herbst mit seinen kalten Nächten und feuchten Morgen kommt, werden wir voneinander Abschied nehmen. Das ist traurig, sehr traurig. Nein, das ist es nicht. Ich bin für diesen Sommer Adors Frau und werde vielen Raupen, aus denen wunderschöne Schmetterlinge werden, das Leben schenken. Sie werden ein Teil von Ador und mir sein. Den Menschen, denen sie begegnen, werden sie Freude und Lächeln ins Herz bringen. Ich sah, da war mir klar, ich hab dich lieb. Du fragtest mich, warum
habe ich wieder eines eurer Geheimnisse erfahren. Aber habt ihr nicht von euren Kindern gesprochen? Wo sind sie? Ich möchte sie sehen. Du bist sehr neugierig. Sie ist ein wenig übermütig, aber du hast dir versprochen, unsere Kinder zu zeigen. Ich bin schon so gespannt, ob sie sich schon verbuppt haben. Na dann komm mit. Du musst aber leise sein. Unsere Kinder brauchen jetzt viel Ruhe. Ador und Dorana führten Gabi durch die Wiese. Sie flogen vor ihr her und Gabi hatte Mühe, sie nicht aus den Augen zu verlieren. Bald hatten sie das Ende der Wiese erreicht. Ein breiter Graben trennte die Schmetterlingswiese von der Straße. Hier wuchsen viele Brennnesseln. Gabi mochte diese Pflanzen überhaupt nicht und begann sich zu fragen, was sie hier sollte. Hier konnten noch unmöglich die Kinder von Ador und Dorana sein. Hey Dorana, hey Ador, fliegt nicht weg. Ich gehe keinen Schritt weiter. Ich mag keine Brennnessel. Ich verabscheue diese Pflanzen. Wenn man ihnen zu nahe kommt, bekommt man Blasen auf der Haut. Das kann sehr wehtun. Du brauchst gar nicht weiterzugehen. Wir sind schon da. Hier sind meine Kinder. Ich kann hier nirgends kleine Schmetterlinge entdecken. Alles ist voll mit diesen grässlichen Brennnesseln. Du brauchst keine Angst zu haben. Sie sehen bloß furchterregend aus. Und das ist gut so, denn dadurch sind unsere Kinder geschützt. Du wirst sie unter den Brennnesselblättern entdecken.
Pfui, wie grässlich. Das sollen eure Kinder sein? Die sind ja abscheulich. Die mag ich nicht. Wenn ich so eklige Raupen sehe, trete ich mit dem Fuß darauf. Oh, was habe ich getan? Ich habe die beiden bestimmt ganz fürchterlich beleidigt. Du hast ja recht, unsere Kinder sind nicht wirklich schön. Das richtig Schöne ist im Verborgenen. Wenn du geduldig warten kannst, wirst du die wunderbare Verwandlung unserer Kinder erleben können. Es tut mir leid, das war nicht so gemeint. Ich kann warten. Ich möchte all eure Geheimnisse kennenlernen und erleben. Eigentlich sind sie gar nicht so hässlich. Die Verwandlung ist das größte Ereignis in unserem Leben. Unsere Kinder sind für menschliche Augen hässlich, denn niemand kann sehen, wie viel Schönheit in ihrem Körper versteckt ist. Bald werden sie sich verpuppen und daraus schlüpfen dann wunderschöne Schmetterlinge. Die Verwandlung kostet aber sehr viel Kraft. Deshalb müssen unsere Kinder viel fressen. Ich verstehe euch jetzt. Ihr seid wunderbar und eure Kinder sind auch wunderbar. Ich kann es jetzt mit euren Augen sehen. Verwandlung, wie schön ist die Verwandlung, der Körper in Gefangenheit, für was du Gott der hohen Zeit. Verwandlung, wie schön ist die Verwandlung, Alles, was verborgen war, kommt hervor und wird wahr. Vergeist unsere Hässlichkeit, Vergessen und Vergangenheit. Das Alltag hier jetzt schweben, hinein ins neue Leben. Verwandlung, wie schön ist die Verwandlung, das gestoßen und allein, mussten sie so lange sein. Verwandlung, wie schön ist die Verwandlung, Alles weiter hier jetzt schweben, hinein ins neue Leben. Vergeist unsere Hässlichkeit, Vergessen und Vergangenheit. Das Alltag wir jetzt schweben, hinein ins neue Leben. Verwandlung, wie schön ist die Verwandlung, der Körper in Gefangenheit, für was du Gott der hohen Zeit. Verwandlung, wie schön ist die Verwandlung, Alles, was verborgen war, kommt hervor und wird wahr. Heute war ein heißer Sommertag. Du warst sehr lange weg. Wohin fährst du jeden Tag mit dem Fahrrad? Ach, nur so in der Gegend herum. Meistens fahre ich zur Wiese, dort drüben, hinter dem Dorf. Ach, du meinst die Schmetterlingswiese. Früher einmal gab es dort viele Schmetterlinge. Daher hat sie diesen Namen. Das sind der Lois und der Franz. Sie kommen jeden Sommer, wenn es an der Zeit ist, das hohe Gras und das Unkraut, das am Straßenrand wächst, zu mähen. Sie werden mir morgen bei der Gartenarbeit helfen. Guten Abend. Das ist meine Enkelin Gabi. Morgen geht es wieder los. Wir beginnen mit der Hauptstraße gleich hinter ihrem Haus. Und in unserer Mittagspause werden wir ihre Wiese mähen. So wie im Vorjahr. Ja, das wäre mir schon eine große Hilfe. Das machen wir doch gerne. Ist doch selbstverständlich, wo wir ohne dies alle Geräte und Maschinen dabei haben. Hat
Habt ihr das gehört? Was hat sie denn? Was hast du? Was ist denn los? Ich habe jemanden jammern gehört. Es kommt von da drüben, dort, wo das Licht ist. Warum hast du das gemacht? Ich habe ihre Klage gehört und daher das Windlicht gelöscht. Aha, sie hat ihre Klage gehört. Wir werden nun gehen. Es wird einige Tage dauern, bis wir alle Straßenränder gemäht haben. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht und erwarte euch morgen zum Mittag. Hallo du, kannst du mich verstehen? Ich kenne dich und verstehe dich. Du bist das Mädchen, das beinahe jeden Tag auf unsere Wiese kommt. Wie schaust du denn aus? Was ist mit dir passiert? Das waren die Vögel. Gestern Abend habe ich die Gefahr zu spät erkannt. Welche Gefahr? Wir sind Nahrung für Vögel. Besonders die Schwalben und Bachstelzen haben es auf uns abgesehen. Könnt ihr euch nicht schützen? Wir sind ziemlich wehrlos. Wir können weder beißen noch stechen wie die anderen Tiere. Außerdem sind wir viel zu zart und zu schwach, um zu kämpfen. Wir können unsere Feinde aber durch eine Maske erschrecken. Ador, wo habt ihr eure Masken? Wie macht ihr das? Schau dir die wundervollen Augen aus seinen Flügeln an. Sie sind groß, größer als die Augenzeichnung der anderen Schmetterlinge. Mit diesen Augen können wir unsere Feinde ablenken. Wenn Gefahr droht, dann klappen wir unsere Flügel blitzschnell auseinander und damit überraschen wir sie. Unsere Augenzeichen befinden sich am Rande der Flügel. Sie versuchen, mit ihrem Schnabel das Auge zu treffen. Wenn wir geschickt sind, können wir so ausweichen. Wir sind zu fein und zart.
Das ist toll, wie ihr das macht. Wir Menschen setzen auch manchmal Masken auf. Bei uns heißt das dann Fasching. Wir machen das aber nur so zum Spaß. Es kann vorkommen, dass man sich für kurze Zeit so fühlt, wie derjenige, der man vorgibt zu sein. Nun hast du wieder eines unserer Geheimnisse kennengelernt. Mit jedem Tag erfuhren mehr und mehr Geheimnisse der Schmetterlinge. Als sie eines Tages wieder zur Wiese kam, um ihre Freunde des Sommers zu besuchen, herrschte große Aufregung. Die Schmetterlinge hatten sie schon erwartet und schwirrten sie ganz aufgeregt. Gabi ahnte, dass etwas Schreckliches geschehen sein musste. Doch was konnte es wohl sein? Auf der Wiese sah es aus wie immer. Ihr seid so aufgeregt und so nervös. Was ist denn passiert? Noch ist nichts geschehen, aber die Gefahr kommt immer näher. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich es machen werde, aber ich verspreche, ich werde euch helfen. Eure Kinder dürfen nicht sterben. Das Wunder der Verwandlung muss geschehen. Die Eisenzähne sind doch viel stärker als du. Die Eisenzähne sind so stark, dass wir sie mit unseren Augen und Farben nicht täuschen können. Wie willst du es schaffen? Freunde sind
Was sind das für Eisenzähne, von denen ihr da sprecht? Die Zähne beißen alles ab. Zurück bleiben verdorrte Pflanzen und Gräser. Was ihr mir erzählt, verstehe ich nicht. Ich möchte die Eisenzähne selbst sehen. Also warum du schwitzt, das möchte ich gerne wissen. Du schaust mir auch bloß zu. Bei dieser Hitze ist das Zuschauen schon anstrengend. Das kleine Stück da noch, dann bist du dran. Ich? Das ist unmöglich. Ich brauche jetzt eine Pause. Aber wenn du meinst. Am besten wird es sein, wenn wir uns einen Platz im Schatten suchen, um dort ein gemütliches Mittagsschläfchen zu halten. Die Brennnesseln können wir später auch mit, wenn es nicht mehr so heiß ist. Aber dann wird ihnen der Gar ausgemacht. Das ist das Gescheitste, was du heute von dir gegeben hast. Dort drüben, beim alten Baum, könnten wir ein wenig rasten. Das Donnergrollen kommt von dort hinten. Es scheint, unter dem alten Baum zu sein. Sind das die Eisenzähne, von denen ihr gesprochen habt? Ja, das sind sie. Während die Schmetterlinge zu den Brennnesseln flogen, um sich zu vergewissern, ob die Schmetterlingspuppen noch leben, grübelte und überlegte Gabi, wie sie ihren Freunden helfen könnte. Sie hatten nicht viel Zeit, denn nach der Mittagsrast wollten die beiden Männer den Brennnesseln den Gar ausmachen. So setzte sie sich in den Schatten des alten Baumes und wartete, bis die beiden Männer ihr Mittagsschläfchen beendet hatten. Du bist doch das komische Mädchen aus der Stadt, Die Falter jammern hört. Bist du etwa gekommen, um uns zu helfen? Eigentlich nicht. Dachte ich es mir doch. Dann ist es vielleicht besser, du gehst jetzt wieder nach Hause. Denn wenn du unserer Megieri zu nahe kommst, kannst du dich verletzen. Die Messer sind scharf und frisch geschliffen. Was bei diesen Brennnesselstauden auch unbedingt notwendig ist. Was ist mit dir? Warum gehst du nicht? Ich werde nach Hause gehen, doch vorher muss ich mit ihnen reden. Wieder über die jammernden Nachtfalter? Und bevor die kommen, müssen wir noch ein Stück mähen. Also halten Sie jetzt nicht länger bei der Arbeit auf. Hier gibt es keine Nachtfalter, da haben Sie schon recht. Aber hier gibt es viele Schmetterlinge. Ich habe ja keine gesehen. Ich auch nicht. So
So, wir müssen jetzt weiterarbeiten. Also geh. Ja, gleich. Doch vorher hört den Schmetterlingen bitte zu. Nur einen Augenblick. Schau, wirklich. Das Mädchen hat recht. Es sind auf einmal so viele Schmetterlinge. Woher sind sie gekommen? Noch nie habe ich so viele Schmetterlinge hier auf dieser Wiese gesehen. Ist ja klar. Wiese haben wir nur am Wiesenrand gemäht. Dort sind keine Schmetterlinge, nur Brennnessel. Das ist wohl auch nichts für die. Doch, die Brennnessel gehört zu ihrem Leben. Unter den Brennnesselblättern wachsen die Schmetterlinge. Sie haben sich verpuppt und werden bald schlüpfen. Das kennen sie allerdings nur, wenn ihr die Brennnessel noch ein paar Tage stehen lasst. Bitte schenkt den Schmetterlingen diese paar Tage. Lasst den Puppen Zeit, sich in schöne Schmetterlinge verwandeln zu können. Was du alles weißt. Aber wozu sollen Schmetterlinge wohl nützlich sein? Das weiß ich eigentlich auch nicht. Aber wenn ich ihnen so zuschaue, sie sind wirklich schön. Es ist schön, ihnen zuzusehen. Noch nie habe ich so viele Schmetterlinge gesehen. Sie zaubern irgendwie ein Lächeln ins Herz. Aber wir haben verstanden. Was meinst du? Wir könnten wirklich auf der anderen Straßenseite zu mir beginnen. Dort gibt es keine Brennnessel.
So ging dieser Sommertag zu Ende. Die Straßenarbeiter mähten auf der anderen Straßenseite und irgendwie fühlten sie sich anders als die Tage zuvor. Auch Gabi war glücklich, dass sie die beiden überzeugen können und von ihrem Vorhaben hatte abbringen können. Voller Neugier und Erwartung erwartete sie den Tag, an dem die Verwandlung stattfinden sollte. Als Gabi am Morgen das Fahrrad aus dem Schuppen holte, meinte die Großmutter, dass es heute das letzte Mal sei. Denn morgen würden Gabis Eltern kommen, um sie abzuholen. Gabi schaute entsetzt. Würde sie wohl die Verwandlung der Schmetterlinge noch sehen oder würde sie wegfahren müssen, ohne etwas des Schicksals der Schmetterlingspuppen zu erfahren? Hallo kleine Freundin, ich habe schon auf dich gewartet. Hallo Ador, mein Freund. Was ist los mit dir? Ich bin traurig. Heute bist du traurig? Heute, wo wir alle gemeinsam ein Fest feiern wollen? Ach Ador, noch nie in meinem Leben hatte ich einen Freund wie dich. Du bist einzigartig für mich. Auch du bist einzigartig für mich und wirst es immer bleiben, auch später dann. Ja, das ist es, was mich traurig macht. Das später. Später ist nicht jetzt. Freu dich mit uns. Du warst es, die die Nachtfalter vor dem Verbrennen bewahrt hat. Dir habe ich es zu verdanken, dass meine Kinder schlüpfen konnten. Die Verwandlung hat stattgefunden. Darum feiern wir ein Fest. Freu dich mit uns und denk nicht an später. Die Kinder sind geschlüpft. Wo sind sie? Ich möchte sie sehen. Du bist neugierig, wie immer. Schau, das sind unsere Kinder. Sie leben, weil du mit uns fühlst, weil du uns verstehst und weil du dich für uns eingesetzt hast. Unsere Kinder sind ein wenig übermütig. Sie freuen sich schon auf das Fest. Was ist mit mir geschehen? Ich bin tatsächlich mit euch geflogen. Das war wunderbar. Ich hätte nie gedacht, dass es etwas so Schönes gibt. Das war unser letztes Geheimnis, das wir dir geschenkt haben. Denn ich weiß, dass wir Abschied nehmen müssen. Ja, morgen werden mich meine Eltern abholen. Und dann werde ich mit ihnen ans Meer fahren. Ja, ich weiß. Früher habe ich mich auf diese Urlaubsreise gefreut. Aber jetzt habe ich euch kennengelernt. Jetzt möchte ich viel lieber hier bei euch auf der Wiese bleiben. Ich möchte mit euch fliegen. Ich hätte nie gedacht, dass es so etwas Schönes gibt. Ich konnte fliegen. Ich war wie ihr. Du bist wie ich. Und ich bin ein Teil von dir, weil wir Freunde geworden sind. Aber was wird aus unserer Freundschaft werden?
Morgen werden mich meine Eltern abholen und dann werde ich mit ihnen eine Reise machen. Wenn ich zurückkomme, dann wird es Herbst sein. Du und Dorana, ihr werdet nicht mehr hier auf dieser Wiese sein. Wo begegne ich dir? Wo werde ich dich finden? Auf jeder Wiese wird es sein, als würde ich mit dir gehen. Auf jeder Wiese wirst du allein mich in jedem Schmetterling sehen. Möchte ich mich ganz herzlich vor allem bei den Hauptdarstellern bedanken und die Gabi noch einmal vorne herbieten, die Priska Mahnert. Den Ador, den Johannes Riegel. Die Dorana war die Laura Wallner. Das Dartfrauenauge, die Julia Zwettko. Der Franz war der Georg Meilitsch, einer aus der Straßenarbeiter, die da schauen, dass sie ausgeführt ist. Wie Sie gemerkt haben, ist rund um die Schule, heute steht kein Grashalm, das waren die zwei, gell? So, und der Lois, der Lukas Luther. Und last but not least unsere Großmutter, die Alexandra Abar.